Mein Name ist Sandra, ich bin Mitarbeiterin bei Help FCJG Wien und wir sind eine christliche Lebensgemeinschaft, wir sind auch Teil von einer internationalen Gemeinschaft und genau, bei uns kann man eben mitleben, auch Leute, die aus Suchthintergrund kommen, die leben zum Beispiel mit uns. Wir haben ein Gebetshaus, das auch offen steht für alle und ein anderer Schwerpunkt ist aber eben Evangelisation, wirklich die Liebe Gottes rauszubringen auf die Straße. Und genau, dafür haben wir jetzt kein irgendwie Patentrezept oder eine Methode, so machen wir das immer, so funktioniert das, sondern wir haben den Heiligen Geist und wir lieben den Heiligen Geist und wir lieben es wirklich mit dem Heiligen Geist einfach rauszugehen und wirklich einfach zu sagen, Heiliger Geist, was hast du für uns, ne? Heiliger Geist, leite du uns, was hast du, wo sollen wir hingehen, zu welchen Leuten sollen wir hingehen, wie sollen wir rausgehen, was sollen wir tun, was sollen wir sagen, und es ist einfach genial, so mit ihm unterwegs zu sein und dann zu erleben, wie er uns wirklich gebraucht. Und eine Sache, die ich persönlich ganz besonders liebe, ist, wenn mir der Heilige Geist ein Wort der Erkenntnis gibt. Das ist eine Gabe des Geistes, kann man nachlesen in 1. Korinther 12. Und das heißt, der Heilige Geist zeigt mir da einfach etwas über eine bestimmte Person, was ich eigentlich nicht wissen kann. Also etwas aus der Gegenwart oder aus der Vergangenheit, wie die Person ist, in was für einer Situation sie gerade ist, was sie schon erlebt hat, über ihre Familie, wie viele Geschwister sie hat, wie sie heißt, was auch immer. Das kann total unterschiedlich aussehen, aber es ist eben was, wo ein Fakt ist, aber den ich eigentlich nicht wissen kann, aber den Gott natürlich kennt. Und das ist eben eine Art, wie Gott sich Leuten auch zeigt und ihnen einfach zeigt und ihnen begegnet und sagt, hey, ich kenne dich, ich sehe dich, ich interessiere mich für dich, ich liebe dich. Und das ist so cool, ich habe das wirklich schon öfters einfach erlebt, wie das eine Situation komplett verändern kann. Also wo ich zum Beispiel mit Leuten geredet habe und die waren jetzt nicht wirklich offen für Jesus, glauben vielleicht gar nicht, dass es ihn gibt oder dass er eben interessiert ist an ihn oder dass er gut ist. Und dann gibst du so einen Eindruck von Gott einfach weiter und auf einmal sind sie so, wow, woher weißt du das? Oder bekommen Tränen in die Augen und alles ist auf einmal anders, weil es eben wegkommt von irgendwie so einer theoretischen Ebene, sondern sie begegnen einfach Gott selber. Und ich habe das schon so oft erlebt, wie ich eben zum Beispiel einem Mädel habe ich mal einfach gesagt, was Gott mir gezeigt hat, wie die Situation in ihrer Familie gerade ist. Und die war total berührt und hat einfach gemeint, wow, das trifft genau zu. Und war auf einmal dann so offen und ich konnte das Evangelium ihr sagen, konnte ihr mein Zeugnis erzählen, konnte für sie beten und zum Schluss hat sie gesagt, ja, sie will Jesus kennenlernen, so, ne? Oder vor kurzem erst war ich beim Friseur, hat man ja Zeit, ne? Erzählt einfach von Jesus, habe auch gedacht, so, ist nicht so wirklich, kommt nicht so richtig an, so, ne? Ist nicht so voll offen. Aber zum Schluss hatte ich eben wieder so einen Eindruck vom Heiligen Geist, gib ihr den weiter und auf einmal ist alles anders, hat sie Tränen in den Augen und ist auf einmal total offen und nimmt mich doch zur Seite und meint, hey, fragt selber noch nach und so und hat sich einfach komplett verändert. Und das ist einfach genial zu erleben, das ist so ein Türöffner einfach, wo die Menschenherzen dann auf einmal aufgehen, wo so ein Schlüssel einfach ist, wo man dann weitergehen kann mit dem Evangelium und es auf wirklich vorbereiteten Boden dann fällt. Und genau, das ist meine Challenge für dich heute. Ich will dich echt ermutigen, das einfach auch mal zu machen. Vielleicht kennst du es auch und vielleicht hast du es noch nie gemacht, das ist vollkommen egal. Paulus sagt, dass der Heilige Geist austeilt, wie er möchte, das stimmt, aber er tut auch herausfordern, dass wir uns ausstrecken nach diesen Gaben des Geistes. Und der Heilige Geist gibt gerne, wenn wir ihn bitten. Und ich ermutige dich einfach heute auch zu sagen, Heiliger Geist, hier bin ich, alle meine Pläne, die tue ich zur Seite und gebrauch du mich und zeig mir, zu welcher Person ich hingehen soll. Und bitte gib mir so ein Wort der Erkenntnis oder gib mir einen Eindruck einfach für so eine Person. Und ich bin davon überzeugt, dass er es tun wird und dann sei einfach mutig und mach das und ich glaube, du wirst richtig coole Sachen dann heute erleben und einfach, ja, danach sag das Evangelium, frag, ob du für die Person beten kannst, was auch immer, wie dich der Heilige Geist leitet. Ich bin gespannt, ich denke wirklich, dass ihr richtig geniale Sachen heute erlebt und ja, seid gesegnet.